Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts rund um das Thema KI im Unternehmen. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Ralf Meckle, CEO von Relion. Hi Olli. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Frage, was brauchen mittelständische Unternehmen, um KI wirklich sinnvoll einzusetzen und auch gewinnbringend einzusetzen. Und warum scheitern auch aus unserer Sicht so viele Initiativen, bevor sie überhaupt Wirkung entfalten. Ich freue mich sehr auf das Thema. Starten wir mal mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Was beobachtest du denn gerade, was aktuell im Mittelstand so abgeht, wenn es um das Thema KI, aber vielleicht auch KI-Strategie geht? Ja. Ich würde an der Stelle vielleicht mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen und überlegen, wo wir gerade stehen mit dem Thema KI. Also was bedeutet das denn für uns alle aktuell, insbesondere im Businessumfeld in Bezug auf Geschäftsprozesse. Und wenn man so sich die Historie anschaut, dann gab es ja unterschiedliche Hypewellen innerhalb der IT, aber auch der klassischen Automatisierung. Als in den 80ern das Thema Robotik in die Produktion eingezogen ist, hat es ziemlich viel verändert. Das hat dazu geführt, dass Deutschland weiter wettbewerbsfähig bleiben konnte in einem globalisierten Markt. Ja, und Internet war ja auch nur ein Hype, gell? Internet war auch nur ein Hype, gebe ich dir recht, so ist es. Und da hat man eben gesehen, im Prinzip, welches Potenzial, sagen wir, in der Automatisierung von Geschäftsprozessen liegt. Ja. Das hat uns, sag ich mal, weiterhin den Wohlstand beschert, den wir so in der Vergangenheit gewohnt waren, und hat uns im Prinzip auch trotz Billiglohnländer weiterhin irgendwie, sag ich mal, wertschöpfend produzieren lassen können. Und das Gleiche passiert momentan durch KI in der Verwaltung. Und das ist einfach zur grundsätzlichen Einordnung, wo wir da gerade stehen. Denn mittlerweile lassen sich eben ganze Geschäftsprozesse, die früher vielleicht für sich in einem ERP-System oder sowas monolithisch dann zum gewissen Teil automatisiert oder digitalisiert waren, dann eben durch KI anreichern und eben jetzt auch Geschäftsprozesse automatisieren, wo Stand heute eine Entscheidung fällig wird, die in der Vergangenheit immer ein Mitarbeiter getroffen hat. Und deswegen vorweg, das Thema ist super heiß, weil es natürlich in Bezug auf den demografischen Wandel, aber auch letzten Endes den Fachkräftemangel extreme Chancen bietet, trotzdem mit gleicher Mannschaft irgendwie mehr zu leisten, ja, und dadurch effizienten Unternehmen zu führen. Okay, super. Das heißt aber, wo würdest du sagen, ist vielleicht gerade auch so das größte Problem hinsichtlich KI im Mittelstand in Deutschland? Also ich glaube, das sind mehrere Themen. Das eine ist im Prinzip, irgendwie jeder spricht von KI und keiner hat eigentlich, oder keiner ist vielleicht falsch, aber wenige haben so richtig die Strategie, wie gehe ich das Thema jetzt in meinem Unternehmen an. Ja. Gibt sicherlich Ansätze an unterschiedlichen Stellen, was ja automatisch kommt durch die ganzen SaaS-Produkte, die wir heute einsetzen. Dann habe ich Microsoft als Copilot drin, dann habe ich ein HR-System, das hat jetzt irgendwie KI mit drin für die Urlaubsplanung, dann habe ich irgendwie Marketing-Tools, die per se schon alle KI integriert haben, und irgendwie ist überall KI drin und dran, und letzten Endes dann zu sagen, okay, das ist meine Strategie fürs Unternehmen und wie bringe ich die Systeme zusammen, wie bringe ich die Prozesse zusammen und wo habe ich noch Prozesse, die außerhalb dieser Systeme liegen, wo manuelle Tätigkeiten durchgeführt werden. Das ist eher so der Punkt, den ich sehe. Warum geht es noch nicht so richtig in die Umsetzung? Weil ganz viele noch hadern in Bezug auf, was ist denn jetzt mein richtiges Toolset, was ist die richtige Strategie und was kann ich überhaupt alles machen? Also wenn du mal anfängst mit dem Thema, dann entwickeln sich schnell Ideen, aber wenn du noch gar nicht begonnen hast, dann fehlt dir oftmals auch die Vorstellungskraft, in welcher Art und Weise da Dinge denn heute schon automatisierbar sind durch KI oder welche Geschäftsprozesse durch KI unterstützt werden könnten und was das für einen Impact hat. Ja, was mein Eindruck auch so ein bisschen ist halt so das Thema, was du auch gesagt hast, dass es unfassbar viele Tools gibt und man dann teilweise so denkt, irgendwie machen jetzt alle KI und die ganzen Tools können KI und dann hole ich mir da mal ein paar Tools, weil die werden dann schon irgendwas bringen. Klassisch, ich fange irgendwie mal mit ChatGPT an, aber so richtig, wie ich das dann aktiv einsetze, das fehlt mir so oder fehlt einfach so ziemlich stark. Und mein Eindruck ist da, was da entsteht, ist so, dass so quasi eine FOMO, also Fear of Missing Out, entsteht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich verpasse was und muss jetzt KI machen, aber ich habe gar keinen strategischen Ansatz. Ja, das ist so. Ich glaube, das passiert auch ganz oft oder ganz viele machen sich auch so den Haken dran. Ja, dann nutzen wir ja schon, wir haben ja jetzt Copilot eingeführt. Ja. Wir haben jetzt KI. Genau. Klar, ja. Okay, das kann für den Alltag auch hilfreich sein, beim Schreiben von E-Mails oder beim Strukturieren von irgendwelchen Daten oder
Templates für PowerPoint-Präsentationen zu erarbeiten. Das ist auch in Ordnung und das bringt Produktivität. Ja. Ist ja auch ganz schön, sage ich jetzt mal, integriert in dem Microsoft-Umfeld und trotzdem habe ich noch sowas wie ChatGPT, aber auch irgendwie trotzdem in einem geführten Rahmen. Ja. Aber das allein ist es ja nicht, sondern das ist halt eine Form der KI und der Unterstützung von Mitarbeitern in ihrem täglichen Doing. Ja. Das andere ist zu sagen, okay, wo gibt es denn Prozesse, die Stand heute manuell durchgeführt werden, vielleicht schon durch KI unterstützt, weil derjenige, der die E-Mail schreibt, dann eben Copilot für die Formulierung benutzt und deshalb schneller ist. Ja. Aber die Frage ist, macht es denn überhaupt Sinn, dass der diese E-Mail schreibt oder könnte das nicht eine Automatisierung tun und sie tut es halt eben immer gleich, beziehungsweise macht dabei keine Fehler und macht es auch rund um die Uhr. Also das ist eher so, glaube ich, das Thema und dann kommt ja jedes Software-Tool aus einer gewissen Ecke. Ja. Also das eine ist für Marketing da, das andere ist für HR da, das andere ist für XYZ da. Und die sind natürlich in ihren KI-Anwendungen immer dort spezialisiert. Klar, die sind ja vortrainiert dann entsprechend. So ist es. Die Software hat ja irgendwo einen Einsatzzweck und für diesen Einsatzzweck funktioniert dann die KI auch. Ja. Sie funktioniert in der Regel nicht für alles andere. Und das ist eher so der Punkt. Da diskutiere ich ganz oft mit Unternehmern, heute Vormittag auch, dass denen so die Idee fehlt, wie kann ich denn jetzt eine einheitliche Strategie schaffen, um dann gleichermaßen aber auch festzustellen, wenn ich dann eine Strategie habe, dann hat das Thema eine gewisse Brisanz. Eigentlich entspricht, sage ich mal, die Implementierung einer KI-Strategie und den Systemen dafür und den Prozessen, die ich da drin haben möchte, mittlerweile einer Art von Priorität, wie wir sie aus ERP-Systemeinführungen kennen. Und ich denke, so müsste man das Thema dann auch gedanklich angehen, dass man sagt, okay, wie könnte denn ein ganzheitlicher Ansatz aussehen für mein Unternehmen und um die maximale Wertschöpfung aus KI und Automatisierung zu bekommen. Ja, ja. Genau dafür haben wir ja auch jetzt unseren KI-Entscheider-Guide ein Stück weit entwickelt. Da sprechen wir auch über die 5 typischen Denkfehler, gerade auch in den Führungsetagen. Was denkst du, was aus deiner Sicht so der schwerwiegendste Denkfehler ist an der Stelle? In Bezug auf KI? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema ähnlich wie damals 2012, war ja ungefähr so der Zeitraum, wo wir uns begegnet sind, damals das Thema Cloud noch so sehr unwohle Gefühle ausgelöst hat in den Abteilungen, insbesondere in der IT, im Sinne von, braucht es mich dann noch? Ja? Und das könnte natürlich heute in Bezug auf KI auch existieren, dass die Menschen einfach Angst um ihre Jobs haben. Ja. Und deshalb vielleicht KI-Projekte verhindert werden. Also das ist eine Form von, sage ich jetzt mal, Denkfehler, die es da geben könnte. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, ja, das wird so sein. Also es werden Jobs verschwinden. Ich glaube halt, was gerade eben der Punkt ist, um da einhaken zu können, ist, glaube ich, einfach, dass ganz oft der Faktor Mensch tendenziell vergessen wird. Also wir hatten ja gerade das Thema auch mit Tool nutzen und wie führe ich das ein. Ist, glaube ich, halt auch ein ganz großer Part Change Management, ne? Den Menschen halt auch einfach mitzunehmen, den zu enablen, den auch entsprechend fortzubilden und halt auch ranzuführen an die KI, weil selbst wenn Ängste da sind, kann man die ja auch ein Stück weit nehmen, wenn man einfach aktiv kommuniziert und sagt, wir nehmen das nicht oder wir wollen keine Arbeitsplätze abbauen, sondern wir wollen einfach entsprechend die aktuellen Arbeitsplätze halten, die einfacher machen und keine neuen vielleicht dazu gewinnen. Ne? Also je nach Strategie halt auch. Es ist ja so, also wir sind ja auch in einer Gesellschaft von Individuen, die gerne, sage ich jetzt mal, ihre persönlichen Ziele auch im Leben erreichen wollen. Ja. Und ich glaube, es ist heute ungemein schwerer denn je, irgendwie Menschen für Tätigkeiten zu finden, die relativ simpel sind und immer wieder das Gleiche. Das heißt, da haben wir ja heute schon einen Gap in Bezug auf, was für Aufgaben haben wir. Jetzt denken wir uns KI mal weg, ja, und sagen, das gäbe es jetzt nicht und Automatisierung gibt es auch nicht und ich muss jetzt jemand einstellen, der den ganzen Tag Bestellungen erfasst. Ja. Wo finde ich den denn? Also das ist ja auch keine Aufgabe, die vor allem High Potentials oder sowas machen wollen. Das heißt, ich muss an das Thema so oder so ran. Ja. Das andere ist, dass ich der Meinung bin, und das ist das, was ich selbst feststelle, es verändert sich nicht, also meine Arbeit geht deswegen nicht weg, aber ich schaffe halt einen sehr viel höheren Output. Da kann man jetzt mal insgesamt, sag ich mal, philosophisch darüber nachdenken,
oder ethisch darüber nachdenken, was das für Auswirkungen für die Zukunft hat. Aber in Summe bleibe ich dabei. Also der Ansatz sollte immer sein, mit dem gleichen Team, das ich heute habe, einfach mehr zu leisten, im Sinne von größeren Output zu generieren und dadurch effizienter zu sein, wettbewerbsfähiger, was wir schlicht und ergreifend aber auch in dem globalisierten Markt, in dem wir uns befinden und vor allem nach 2 Jahren Rezession auch unbedingt brauchen. Ja, absolut. Also ich glaube halt auch, dass es der Mix ist, dass man sagt, eben einmal diese ganzen repetitiven Aufgaben abzuschaffen, damit man auch wieder mehr Zeit hat, auch irgendwo an strategischen Themen zu arbeiten oder halt auch an wirklich der Kernarbeit eigentlich. Und eben aber halt auch das Thema, ich schaffe mehr Output. Also das ist halt der Mix daraus. Aber ich glaube halt, dass eigentlich jeder Mitarbeiter, also ich glaube, es gibt ja diesen bekannten Spruch, ne, dass man sagt, okay, ja, es werden KI schafft Mitarbeiter ab, die KI nicht einsetzen quasi. Und ich glaube, das ist halt wahrer denn je. Ja, so wird es sein. Gehe ich mit. Genau. Ich habe jetzt neulich auch eine Studie gelesen, dass knapp 13% der Unternehmen in Deutschland nur bisher eine KI-Strategie haben, die wirklich auch funktioniert, beziehungsweise die auch gewinnbringend eingesetzt wird. Was denkst du, was so die Unternehmen, die das schaffen und eine KI-Strategie etabliert haben, wirklich anders machen? Warum schaffen die es und die anderen irgendwie nicht? Warum es die 13% schon geschafft haben und die anderen eben nicht? Es hat viel, glaube ich, mit Mindset zu tun, Denkstrukturen, also wir alle erleben das ja insbesondere seit 2 Jahren jetzt im Groben, als dann OpenAI mit ChatGPT auf den Markt gekommen ist. Es gab ja auch davor schon KI. Ja? Nur war das alles halt irgendwie unterm Radar und für ganz spezielle Anwendungszwecke und in der Qualitätssicherung, wo 3000 Teile pro Stunde durchlaufen, irgendwie dann mit Kamera zu erkennen, ob da ein Werkstück jetzt irgendwie einen Schaden hat oder so. Ich meine, da gab es das ja schon. Aber irgendwie mit ChatGPT wurde es halt so salonfähig und so haben sich die Leute auch immer weiter dahin bewegt. Ich habe am Anfang auch gemerkt, dass es innerhalb, sage ich mal, meinem eigenen Team dann auch Vorbehalte gegenüber einer Arbeit mit künstlicher Intelligenz gab. Also sprich, ja, das kann doch jetzt nicht kreativer sein wie ich oder sowas muss man doch selber schreiben oder sowas muss man doch selber designen oder weil man natürlich auch so ein bisschen logischerweise als Mensch ja denkt, die eigene Arbeit hat eine höhere Qualität und deswegen sich vielleicht nicht so schnell drauf eingelassen hat, aber das merke ich, dreht sich gerade. Ja? Also deswegen, wenn du von den 13% sprichst, dann waren das sicherlich Unternehmen, die gegenüber dem Einsatz von KI sehr offen gestellt waren im Sinne von, lass uns wir mit KI was Besseres draus machen. Und die es noch nicht geschafft haben, die haben es entweder noch gar nicht mitbekommen. Das ist oftmals dann auch eine Generationenfrage, denke ich, auch in den Führungsebenen. Ja. Also ich bin mir sicher, das gilt nicht für alle, aber ein Vorstand oder ein Geschäftsführer mit der Ende 60 da schwerer tut wie jemand, der Mitte 30, Mitte 40 ist. Und da dann im Prinzip auch die Entscheidung zu treffen, okay, wir müssen da rein, wir müssen da unsere Prozesse alle anzuschauen. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Ja? Und vielleicht auch dann eigentlich eine Idee, quasi erstmal klein zu starten und ne, Prozess für Prozess auch einfach durchzugehen und zu schauen, was sind so die Prozesse, die mir am schnellsten vielleicht auch einen Business-Impact geben. Genau, also ich glaube, die große Herausforderung für Unternehmer ist erstmal zu verstehen, was ist das denn alles? Also was gibt es denn? Also KI ist nicht KI, das ist das eine. Das andere ist, ohne einen sauberen, automatisierten Prozess bringt mir die KI auch nicht so wahnsinnig viel, weil dann ist sie halt ein Chatbot, mit dem ich gewisse Dinge zwar schneller machen kann, aber es ist halt kein vollständiger Prozess von vorne bis hinten. Und ich glaube, an der Stelle ist so der Punkt bei ganz vielen Unternehmern da eben, jetzt kommt ja dazu, dass jetzt ganz viele auf den Markt drängen. Ja, also die klassischen AI-Agencies. Genau, ja. Also jeder macht jetzt eine AI-Agency und plötzlich sind alle früheren Marketingagenturen jetzt KI-Berater und ist ja auch naheliegend irgendwo, ja. Und ganz viele junge Menschen, die gerade aus dem Studium kommen oder sowas, machen sich jetzt auch noch selbstständig als KI-Berater und das Ding ist, die drängen halt alle auf den Markt und jeder sagt, ich habe jetzt KI und ich kann KI und ich berate jetzt zu KI und das stürmt jetzt oder prasselt jetzt von allen Seiten auf die Unternehmen und auf die Unternehmer ein. Ja. Und jetzt da vernünftig rauszufiltern,
was ist jetzt ein gutes Angebot für mich und wer ist ein strategischer Partner. Ich glaube, das ist gerade unheimlich schwer und deswegen glaube ich, allein das hemmt schon teilweise den Fortschritt, weil dann lieber keine Entscheidung getroffen wird, anstatt eine falsche. Vielleicht eine falsche. Ja? Und das spielt sicher auch mit rein. Ja. Ich glaube, da macht auch der EU AI Act jetzt auch teilweise was, weil es ja jetzt diese ganz neuen Fortbildungen gibt, die, ich weiß gerade genau nicht den Ausdruck, aber auf jeden Fall kenne ich den AI-Officer, den es ja da gibt und auch eben diese Zertifizierungen. Und es gibt natürlich auch ganz viele Förderungen, die da jetzt nach und nach eben dazukommen, wo man sich eben so KI-Projekte auch ein Stück weit fördern lassen kann. Ja. Was ist denn so ein ganz konkreter Tipp für EntscheiderInnen, die sich gerade an das Thema herantasten, den du mitgeben würdest? Also tatsächlich, so wie du es gesagt hast, mal mit 2, 3 Use Cases starten. Also reingehen, sich überlegen, okay, wo habe ich denn heute Prozesse in meinem Unternehmen, die auf der einen Seite einen sehr hohen manuellen Aufwand mit sich bringen, wo oft Fehler passieren, wo einfach manuelle Schritte, Systembarrieren irgendwie vorhanden sind oder sowas, sich diese mal anzuschauen und die natürlich sich oft wiederholen. Ja? Und da mal reinzugehen und zu sagen, okay, ich starte mal mit so 2 Cases, die mir echt, also sind ja jetzt in Podcast, deswegen benutze ich jetzt eine gediegene Formulierung, aber die mir echt auf die Nerven gehen, um dann im Prinzip zu gucken, okay, was bedeutet das denn für mich, wenn ich jetzt mal diese 1, 2 Use Cases angehen möchte und dann eben nicht nur drauf zu schauen, okay, was ist jetzt mein Output, sondern im Prinzip auch zu schauen, okay, wie läuft es denn heute? Also wie sieht der Prozess aus? Also macht der überhaupt so Sinn? Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wie kann ich ihn jetzt automatisieren? Und dann eben auch schauen, wenn ich ihn heute manuell mache, wie lange dauert das? Dann hat jedes Unternehmen, das finanziell, sage ich, oder in den Finanzabteilungen gut aufgestellt ist, einen internen Verrechnungssatz. Und dann kann ich mir relativ schnell auch den ROI ausrechnen für diese Automatisierung. Und das wäre so mein Tipp, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal mit 1, 2, 3 Prozessen da rein, lerne das Thema kennen, dann ergeben sich automatisch schon die Ideen in den Abteilungen, die kommen automatisch, weil die Leute es dann auch, also diejenigen, die dann mit involviert sind in der Erstellung einer solchen Automatisierung, die schauen wie kleine Kinder, wenn das erste Mal der Prozess durchläuft und der das getan hat, was davor ein Mensch getan hat. Ja. Und die freuen sich dann und das trägt sich dann auch nach innen und dann lebt das auch so ein bisschen. Das wäre so mein erster Tipp jetzt an der Stelle, zu sagen, okay, nicht das ganz große Rad. Ja? Die Strategie, die muss schon irgendwann kommen. Ja? Ja. Und dann brauche ich auch die Plattform dafür und ich muss wissen, wie mache ich das alles und welche Systeme habe ich. Und jetzt rein mal in dieses Thema reinzugehen und zu sagen, okay, ich nehme mir da jetzt mal die echt nervigsten Prozesse vor. Ja. Glaube ich, das ist so ein Tipp. Der andere Tipp ist dann eben, sich schon gut auch zu überlegen, was schmeiße ich da rein und wo geht's hin? Ja? Also weiß ich jetzt nicht, ob es eine besonders gute Idee ist, jetzt einfach Augen zu und durch und das gebe ich jetzt dann auch noch alles zu Microsoft über Copilot oder dann OpenAI als API-Anbindung und so weiter und ich verarbeite da plötzlich personenbezogene Daten, wo ich irgendwie meine Hand nicht drauf habe. Also das Thema EU, AI Act und alles, was drumherum passiert, ist schon nicht ganz unrelevant und da, glaube ich, brauche ich dann auch eine Strategie, wie ich das Thema Datensicherheit aus 3 Blickwinkeln eigentlich handle. Das eine ist im Prinzip das Thema, will ich es den großen US-Providern oder Chinesen geben? Das ist mal eine Sache. Ja? Ja. Das andere ist, was ist eigentlich meine IP, die ich da drin habe und wo will ich die hinparken? Also ich muss das schon wissen. Ja. Und das andere ist dann nachher auch gegenüber Lieferanten oder sonst was weiterhin im Rahmen der DSGVO korrekt zu agieren. Das sind so die 3 Punkte, glaube ich. Ja, wir haben ja, du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, dass man sich eben langsam rantasten sollte, erste Use Cases entwickeln. Wir haben ja tatsächlich Relion hat ja tatsächlich 2 Content-Formate dafür jetzt entwickelt. Eben einmal unseren KI-Entscheider-Guide, der eben so stückweise an das Thema ranführt und unser Webinar am 19. September. Warum würdest du sagen, sollte ein Entscheider jetzt vielleicht, der gerade so am Punkt ist, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt KI wirklich besser für mich einsetzen und da auch Geschäftserfolg daraus generieren? Warum sollte der das sich einfach mal anschauen? Ja, weil er konkrete Handlungsmöglichkeiten bekommt, wie andere das tun, beziehungsweise wie wir das als Relion auch verstehen, das Thema anzugehen. Ich glaube, es ist da relativ wenig
Sales dabei, mehr wirklich, sagen wir mal, wertvoller Inhalt, wo ich danach eben rausgehe und sage, okay, das kann ich jetzt für mich mitnehmen, das ist adaptierbar. Ich habe verstanden, was jetzt gemacht werden muss. Ja. Ich glaube, da passiert es halt häufig aktuell, dass um dieses Hype-Thema KI dann am Ende alle dann doch irgendwie mit Fragezeichen aus den Terminen, aus den Webinaren oder sonst was rausgehen und sich fragen, okay, und was genau, wie mache ich es jetzt? Ja? Ja. Und das ist der Ansatz, den wir gehen wollen, dass wir sagen, okay, wir geben dir konkret mit, wie kannst du es jetzt angehen? Mhm. Und wenn ich es dann doch am Ende nicht alleine machen will oder kann? Ja, dann gibt es ja immer noch Unternehmen wie Relion, die dabei unterstützen, eben von der, sagen wir mal, Beratungsseite. Das hat ja viele Facetten. Wenn ich mir das langfristig denke, eine KI-Strategie im Unternehmen, dann beginnt es im Prinzip mal mit den Prozessen. Ja, ich brauche jemanden, der mit mir erstmal in die Abteilung geht und sagt, okay, was wären denn solche Prozesse, die man da eben entsprechend mit Automatisierung und KI anreichern oder komplett automatisieren kann. Das heißt, das bedarf ein Prozessverständnis, das hat schon mal nicht jeder. Dann ist das nächste, okay, technologisch, wie setze ich das denn um? Ja, das gibt jetzt mehr als 80 Hände voll Tools, mit denen ich da irgendwie was umsetzen könnte. Aber auch da ist es natürlich so, dass sich da mittlerweile Standards rausbilden. Ja, dann ist der nächste Punkt, okay, möchte ich jetzt die großen Cloud-Modelle anbinden oder möchte ich doch meine eigene Private KI haben. Dafür gibt es dann auch wieder Dienstleister wie Relion, die in einer entsprechenden Private Cloud das zur Verfügung stellen und eben gewährleisten, dass die Daten nicht das Unternehmen verlassen, sondern wirklich komplett intern verarbeitet werden und nirgendwo sonst hingehen und wo eben die Hoheit darüber herrscht. Das heißt, im Prinzip ist es eine Prozesssache, es ist eine technologische Sache, es ist dann auch eine Sache von Erfahrung. Ich meine, wir machen seit 2018 nichts anderes in dem Bereich AI und Automation, wo wir Geschäftsprozesse von Kunden automatisieren und jetzt insbesondere in den letzten 2 Jahren da sehr oft eben das Thema AI auch integrieren. Da kommt natürlich auch eine Menge Erfahrung mit in Bezug jetzt zu dem Thema, dass die Agencies gerade aus dem Boden sprießen. Da muss man einfach auch sagen, wir haben halt, glaube ich, jeden Prozess schon mal gesehen und müssen ihn nicht jedes Mal auch wieder neu erfinden, sondern was sich verändert ist, sag ich mal, der Input und der Output, also wo kommt es rein und wo soll es hingehen, aber der Prozess dazwischen in der Regel immer der gleiche. Ich meine, jedes Unternehmen hat einen Einkauf, jedes Unternehmen hat einen Verkauf und so weiter und so fort. Ja. Klar. Cool, super. Danke dir, Ralf. Wir sind auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Das ging schnell. Ja, hat mir super viel Spaß gemacht. Danke auch für die vielen Einblicke. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch den Guide holen oder auch entsprechend mit dem kommenden Webinar tiefer in das Thema einsteigen, schaut einfach in die Shownotes, da sind alle Links hinterlegt. Und denkt dran, der beste Zeitpunkt mit KI zu starten war gestern. Der zweitbeste ist jetzt. Sehr schön. Vielen Dank, Olli. Danke dir, Ralf.